sentimos es tan fuerte, solo debemos esperar y la distancia desaparecerá. Ja, einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Ich melde mich heute mal mit einem Video über Politik hier in Peru. Ich habe von einigen Freunden Anfragen bekommen, wie denn die Situation hier in Peru sei. Sie haben gehört, es sei gefährlich. Deswegen melde ich mich jetzt mit ein paar Worten. Noch vorangeschickt erstmal zu der Ausgangslage. Hier in Peru gab es einen Präsidenten Castillo mit Namen, der regierte seit einem Jahr. Es klingt schon, wenn ich das so mich so sprechen höre, wie ein Märchen. Er regierte seit einem Jahr und von Anfang an war der Druck auf ihn ziemlich groß. Er wurde konfrontiert mit Vorwürfen der Korruption und der Vetternwirtschaft. Obwohl ich auch sagen muss, das sind Vorwürfe, mit denen war bisher jeder Präsident konfrontiert. Jedenfalls wurde der Druck so stark, dass er sich genötigt sah, am 8. diesen Monats zurückzutreten, um sich neu vom Kongress, dem Parlament, bestätigen zu lassen. Allerdings sind aus seiner Koalition ein paar Leute abgesprungen und haben ihm die Volkschaft verweigert, also haben nicht für ihn gestimmt, so dass er nicht wiedergewählt wurde, nicht bestätigt wurde vom Kongress und auch seine Immunität verloren hat und inhaftiert wurde mit den erwähnten Vorwürfen. Von Anfang an stand seine Regierungszeit unter einem schlechten Stern. Er hat im Laufe des Jahres mehrfach Minister auswechseln müssen, vor allen Dingen Innenministerium, Justizministerium und Finanzministerium. Und diese Minister, die wurden auch mit Vorwürfen der gleichen Art konfrontiert und waren dann oftmals, wie ich das mitbekommen habe, nach ihrem Rücktritt oder ihrer Ablösung nicht mehr erreichbar. Also entweder wusste keiner, wo sie sich aufhalten, oder sie sind dann irgendwann im Ausland aufgetaucht zu irgendwelchen offiziellen Besuchen. Jedenfalls warf das weiter zusätzlich ein schlechtes Licht auf den Präsidenten. Jetzt ist seine Vizepräsidentin an der Regierung, mit der aber auch viele nicht zufrieden sind. Sie stammt aus derselben Partei, aus derselben Bewegung. Das hier sind ein paar Bilder, die ich aus Ica von einem Freund geschickt bekommen habe. Ausschreitung, gewalttätige Steine werfen, Plünderungen und auch Feuer legen, was auch in Trujillo, in Ayacucho und in Arequipa so war. Hier in Cusco war das alles friedlich. Da gab es Demonstrationen, aber die zogen dann mit Sprechchören und mit Plakaten und Fahnen durch die Straße. Dann gab es auch einen Streik anfangs, der ist eher so ein bisschen leger gehandhabt worden. Aber dann, das war der 12., glaube ich, dann nachmittags, ich saß im Restaurant ein bisschen weiter weg vom zentralen Platz. Da kam der Kellner plötzlich und sagte, ich will abkassieren, wir schließen jetzt. Es war eine kurzfristige Entscheidung und wahrscheinlich sind da Leute vorbeigekommen und haben darauf hingewiesen. Naja, dann bin ich los so gegen 16:30 Uhr und
Es war an der Plaza de Armas, war nicht mehr viel los. Die Restaurants und Geschäfte waren alle geschlossen. Und je weiter man wegkam, umso mehr wurde ja, offen gelassen. Man war zwar auch bei den öffentlichen Ständen, war man beim Wegräumen. Hier ist der 10. Dezember, da war wahrscheinlich ein Autokorso. Ich habe bloß noch die Rallye-Wagen dort stehen sehen und die Demonstranten, die vor der Kirche saßen. Hier sieht man, wie der Müll auf der Straße verteilt wurde und auch Steine und wie es ja doch sehr ruhig ist. Das ist sonst eine belebte Straße. Der Müll und die Steine, die haben den Grund, dass der Verkehr gestoppt werden soll. Das ist kein Vandalismus. Und ja, der Supermarkt, der hatte zu, der hat sich daran gehalten und hier sieht man noch vereinzelt Leute. Man wollte damit erreichen, dass es Neuwahlen gibt. Ja, hier ist der 17. Dezember. Das ist abends auf der Plaza de Armas um 19:30 Uhr, kurz vor der Ausgangssperre, die dann auch eingerichtet wurde. Hier bereitet man sich vor. Also es gab in 15 Regionen gab's Ausgangssperren, respektive Städten. Und das wurde mehr oder weniger eingehalten. Hier ist der 18. Dezember eigentlich auch noch Streik, aber ja, das Leben, das geht schon fast normal weiter, wenn auch viel weniger Menschen unterwegs sind. Ja, dann gibt es eine der Meinung, dass die sind dann gegen Castillo, vollkommen gegen Castillo persönlich, der soll angeklagt werden, der ist ja auch festgenommen worden. Und dann gibt es eine dritte Richtung, die wollen Castillo, dass der freikommt, nicht angeklagt wird und wieder als Präsident eingesetzt wird. Aber ansonsten hier in Cusco, die Proteste waren total friedlich, obwohl es landesweit 20 Tote gehört habe. Ich habe auch gehört, dass einigen richtig der Lauf irgendwie an den Hals gesetzt wurde und dann in den Kopf geschossen wurde. Hier sieht man mal so die Ausgangssperre, wie die versucht wird einzuhalten. Das ist schon 20:30 Uhr, ab 20 Uhr ist die Ausgangssperre und die Soldaten bitten die Menschen, den Platz zu verlassen. Es handelt sich dabei größtenteils um Einheimische mit großen Beuteln, die irgendwie mit Artisanier verkaufen. Und das hier ist jetzt der 20. Dezember. Da sitzen die Demonstranten friedlich auf der Freitreppe vor der Kirche schon seit 8 Uhr. Das ging dann bis abends um 20 Uhr, 22 Uhr. Man sieht auch schon so Metallgestelle, das ist die Vorbereitung für den Weihnachtsmarkt, der da in Cusco am 22. losgeht. Hier wird auch ein Führer interviewt der Bewegung. Ja, die Leute sitzen friedlich dort. Hier ist einer, der die Leute eintaktet, Sprechchöre, Plakate. Und der Führer, der berichtet eben davon, dass es eine pazifistische Bewegung ist, eine friedliche. Sie wollen Neuwahlen, haben kein Vertrauen zum Kongress, generell zur Politik nicht und auch nicht zur Administration. Und dass oft Versuche unternommen werden, dort
gewaltbereite Personen, Provokateure einzuschleusen, die die friedliche Bewegung eben kriminalisieren soll. Was aber nicht gelingt, selbst dort auf dem Platz, da liegen ja überall noch so für die Stände aufbauen, Stangen rum, wie man das hier sieht, und Verbindungsstücke. Aber die Leute sind friedlich. Ich weiß nicht, da war auch keine Polizei in der Nähe, ob das nun so provokativ dort liegen gelassen wurde. Man muss sagen, die mussten hatten wenig Zeit, die Stände aufzubauen. Aber es wäre möglich gewesen, das als Waffen zu benutzen. Hier gibt es noch eine Demo von der Gewerkschaft organisiert, der Händler. Und das sind 2.000, 3.000 Leute, die vereinigen sich dann mit den Leuten auf der Plaza de Armas. Aber ansonsten ist dort alles friedlich. Vielleicht waren ein paar Trittbrettfahrer unterwegs. Es wurde, was noch nie passiert ist, am zentralen Platz ein Juwelierhaus geraubt und auch Restaurants zerstört. Das waren wohl dann eher irgendwelche Provokateure, um die Bewegung generell zu kriminalisieren. So, soweit meine Informationen, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video, euer Frank.